Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Das neue Umfragetool ist draußen und wird jetzt zum ersten Mal genutzt zum Anlass für die neuen Character Skins, die zukünftig ins Game implementiert werden sollen. Und ich habe mir mal gedacht, wir gehen dort heute mal das erste Mal zusammen durch. Ja, gucken uns mal diese ganzen Sachen an. Ganz wichtig ist mir dabei zu betonen, dass ihr das auf jeden Fall auch machen solltet. Am besten noch, bevor ihr das Video schaut hier, um euch nicht irgendwie von meinen, von meinen Antwortmöglichkeiten hier beeinflussen zu lassen oder so. Ja, ich denke mal, dass jeder von euch eure eigene Meinung diesbezüglich haben sollte. Und deswegen, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich bin da selbst auch sehr gespannt, weil ist jetzt halt eben wie gesagt diese Ingame-Umfrage und das soll wohl sehr viele Leute halt eben auch so animieren, mehr bei solchen Umfragen mitzumachen, weil alle Umfragen, die bisher rausgekommen sind, die sind auf einer externen Seite vervollständigt worden und ja, das sorgt immer für viel Umwege und dass halt eben Leute nicht so richtig an solchen Umfragen dran teilnehmen. Deswegen das auf jeden Fall sehr cool. Wir gehen da mal direkt rein und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, Avatar-Individualisierung. Eure Stilmeinung ist gefragt. Wir überlegen aktuell, den Avatar-Editor zu erweitern, damit du deinen Charakter noch individueller und epischer gestalten kannst. Aus der Community hörten wir oft den Wunsch nach mehr Haarfarben, Accessoires und Vielfalt. Diesen Wunsch nehmen wir ernst und wir würden solche Erweiterungen auch sehr gerne umsetzen. Wichtig! Die hier gezeigten Inhalte sind nur erste Vorschläge und keine finalen Umsetzungen. Bevor etwas davon ins Spiel kommt, werden wir euch weiterhin regelmäßig einbeziehen, zum Beispiel über unseren Blog, wo wir euch über den Fortschritt auf dem Laufenden halten werden. Bitte nimm dir ein paar Minuten Zeit und fülle die Umfrage aus. Sag uns in dieser Umfrage, was dir wichtig ist. Dein Feedback zählt. Los geht's, ich bin sehr gespannt. Ja, okay, 15 Fragen. Ja, sehen wir auch schon ein paar kleine Einblicke auf jeden Fall zu den neuen Character Designs. Also das finde ich tatsächlich, sieht ganz nice aus. Also ein paar von den gezeigten Charaktern, die wir schon gesehen haben, die sahen ein bisschen zu abgespaced aus. Das sollte wahrscheinlich aufzeigen, was so möglich ist alles. Aber zum Beispiel den Dude hier, den finde ich sehr gechillt. Mehr Customizations wagen. Mit vielen neuen Cosmetics wollen wir dir mehr Möglichkeiten geben, deinen Avatar individueller zu gestalten, um deinen Held aus der Masse mit seinem besonderen Flair herausstechen zu lassen. Dazu zählen neue Accessoires wie Hüte, Brillen, Kleidung, aber auch verschiedene Körperformen, Hautfarben und vieles mehr. Damit könnten alle Völker künftig noch einzigartiger aussehen und du hättest viel mehr Möglichkeiten, deinen Helden zu gestalten. Ja? So sehen die drei hier aus. Okay, Umbau nötig. Um diese Erweiterung möglich zu machen, wäre allerdings eine wichtige Änderung am aktuellen System nötig, sodass bestehende Avatare optisch leicht angepasst werden müssen. Dabei können wir leider nicht garantieren, dass diese exakt wie zuvor aussehen werden. Uns ist jedoch sehr wichtig, dass eure Avatare seinem ursprünglichen Erscheinungsbild so weit wie möglich treu bleibt, um seinen gewohnten Wiedererkennungswert und Charme zu bewahren. Ja, hier sieht man auch nochmal kurz, dass das so nicht passt auf jeden Fall. Konkrete Anpassungen. Die wichtigsten Änderungen sind eine einheitliche Kopfhaltung, 3-4-Pose, Farbigkeit bzw. Farbverläufe, leicht angepasste Kopfform. Alle weiteren Details sind Devblock, okay. Ja. Okay, so sieht das Ganze aus. Bei manchen ist halt eben der Hautton auch ein bisschen anders, beziehungsweise der Farbverlauf. Bei manchen sah das so ein bisschen, so hier ein bisschen blass aus, aber wahrscheinlich muss das so sein, ich weiß es nicht. Ja, wir schauen mal rein. Okay, hier haben wir es. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Formwandler. Welches Volk spielst du mit deinem aktuellen Hauptcharakter? Es kann nur eine Option gewählt werden. Okay, also hier wird jetzt wahrscheinlich dann, sucht man sich jetzt halt eben seinen Main aus, ja, und je nachdem wird einem wahrscheinlich dort dann auch die angezeigten Änderungen aufgezeigt, gehe ich mal von aus. Also falls wir jetzt zum Beispiel, ich spiele auf, mein Main ist ja ein Zwerg, ja, ich bin ja der Zwergenmagier, das heißt, wenn wir jetzt den hier nehmen,
Dann können wir zum Beispiel nicht mehr sehen, wie sich der Mensch jetzt zum Beispiel verändert. Fragezeichen. Also ich würde gerne sehen, wie alle Klassen aussehen, zum Beispiel auch Dämonen oder Dunkelelfen oder so. Aber wir nehmen jetzt einfach mal den Zwerg. Ja, machen wir mal weiter. Avatar-Erstellung, hast du deinen Avatar. Es kann nur eine Option gewählt werden. Per Zufallsgenerator ausgewählt, manuell erstellt. Vielleicht kennen ja einige von euch noch mein altes Bild, bevor ich mein richtiges Avatar-Bild halt bekommen hatte, beziehungsweise mein Creator-Bild sozusagen. Hast du schon mal deinen Avatar geändert? Das kann nur eine Option gewählt werden. Noch nie, weil mir ein Pilz dafür zu teuer ist. Nicht mehr, seit es einen Pilz kostet. Mache ich nie, mache ich häufig, mache ich selten. Also ich muss sagen, nicht mehr, seit es einen Pilz kostet, hätte ich hier jetzt, glaube ich, angekreuzt. Aber ich bin immer ein Typ, der einmal sich einen Charakter erstellt und dann den auch nie wieder ändert. Also wenn ich einmal was habe, dann bleibt das auch so, weil das dann halt auch einen gewissen Wiedererkennungswert dann hat. Und wenn man jeden Tag jetzt irgendwie keine Ahnung, seinen Charakter ändert oder seinen Namen ändern lässt oder so, ne, dann weiß man gar nicht mehr, wer man ist. Ich habe zum Beispiel viele Freunde keine Ahnung, auf Steam oder Discord oder so, die heißen jeden Tag anders. Ich denke mir so, okay, mit wem schreibe ich hier eigentlich so, ne? Deswegen, also ich einmal einen Namen gepickt und gut ist. So jetzt, und das gleiche auch beim Charakterbild. Okay. Wie wichtig findest du eine größere Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten für deinen Avatar? Unwichtig, eher wichtig, neutral, wichtig, sehr wichtig? Finde ich schon sehr wichtig auf jeden Fall. Für jedes Volk zeigen wir dir 2 Beispiel-Avatare. Zuerst den aktuellen Zustand im Spiel, dann die überarbeitete Version nach dem Umbau. Als drittes folgt eine Vorschau mit neuen Accessoires, um das volle Potenzial der neuen Anpassungsmöglichkeiten zu veranschaulichen. Okay. Gut, so sieht das Ganze aus. Findest du die beschriebenen Anpassungen für dieses Volk so akzeptabel? Bitte wähle für das gezeigte Volk eine Wertung aus. Okay, hier haben wir einmal das Original, Rework und das wäre dann das Potenzial. Okay, ja, und soweit dann auch hier oben anscheinend. Es kann nur eine Option geben. Gesamteindruck. Okay, Okay. Gesamteindruck, 1 nicht akzeptabel, 4 sehr gut. Ja, es nimmt schon auf jeden Fall so ein bisschen Stil weg, das stimmt schon. Ich finde, hm, ja, es nimmt schon also es nimmt schon ein bisschen was weg vom OG-Faktor, so, das muss man schon so sagen. Ne? Allerdings sehe ich halt eben auch das Potenzial hier, was halt möglich ist. Also wenn halt 4 sehr gut ist ja 5 exorbitant gut. Das heißt aber auch 3 ist dann gut, 2 ist dann eher schlecht und 1 ist nicht akzeptabel. Ich würde dann mich hier zwischen irgendwo einordnen, zwischen sehr gut und der 3 vielleicht. Wir gucken mal. Wiedererkennbarkeit. Wir gucken mal, wie sich das zusammensetzt vielleicht auch. Also die Wiedererkennbarkeit ist halt schon sehr gut, würde ich sagen, weil es schon SF-Stil. Würde ich hier irgendwo zwischen sagen, glaube ich. Weil so der SF-Stil, der ist schon noch vorhanden, aber es ist halt schon anders, ne? Also 4 ist halt sehr gut, 3 ist so, ja, hier ist halt gut und hier ist so eher schlecht, würde ich sagen, und nicht akzeptabel. Ja, dann ist es wahrscheinlich eine 3. Eine Farbgebung, ja, die sehen ein bisschen blass aus, aber ich weiß halt nicht, ob das so gewollt ist, so, ne? Farbgebung würde ich auch eine 3 geben. Pose, ja, Pose ist in Ordnung eigentlich so. Das kann man machen. Ja, so wäre auch dann mein Gesamteindruck circa, ne? Zwischen 3 und 4 dann so ungefähr. Ja, schreibt mir mal sehr gerne rein, wie ihr gewotet hättet, würde mich auch mal interessieren. Okay, gut, das gleiche bei den Elfen, ja. Hier haben wir dasselbe dann. Also wir machen, bevor wir Gesamteindruck machen, machen wir Wiedererkennbarkeit. Ja, ist ja eigentlich so, ne, ist schon sehr unique. Ja, im Prinzip ist es dasselbe. So, Farbgebung und Pose. Ja, hätte ich hier auch wieder so etwa gewotet, das Ganze. Ist das jetzt für alle Völker so? Ja, hier haben wir die Zwerge. Holy shit. Digga, da ist aber was mit möglich. Okay, hier, der sieht aber sehr weird aus, muss ich sagen. Wiedererkennbarkeit würde ich schon fast eine 5 machen.
weil die sind schon sehr, also es ist schon sehr wiedererkennbar. Der SF-Stil, also ihn finde ich halt hier irgendwie komplett, also, ne, der sieht halt aus, als hätte er eine Beule auf dem Kopf. SF-Stil ist auch wieder eine 3. Farbgebung, okay, und Pose ist eigentlich okay. Ja, ihn finde ich halt hier schon irgendwie ein bisschen weird, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich nicht anders möglich durch die Kopfform, denke ich mal. Gesamteindruck auch, ja, wieder so eine 3. Oder vielleicht ist es eher eine 4 wegen der 5 hier so. Aber ja, also sie geht hier, aber ihn finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber Gesamteindruck von den neuen ist schon okay, deswegen packe ich mal auf eine 4. Okay, dann haben wir hier die Gnome. Die Gnome sehen sehr nice aus, muss ich sagen. Also hier ist sowohl das Rework, was auch potenziell hier möglich ist, sieht sehr nice aus. Hier bleibt auch der Stil so erhalten und hier bei der weiblichen Form eigentlich auch, muss ich sagen. Also das finde ich sogar besser als das alte hier tatsächlich. Da würde ich Wiedererkennbarkeit auf eine 4 packen. SF-Stil würde ich hier auch, also bleibt hier auch gegeben auf jeden Fall. Farbgebung. Ja, die sehen alles so aus, als ob die gepudert wären irgendwie so, ne? Das ist halt so das Ding, aber Pose ist auch in Ordnung. Gesamteindruck 4. Also das sieht sehr gut aus hier, muss ich sagen. Da habe ich kaum Bedenken mit. Okay, ja, die sehen auch in Ordnung aus, so. Sowohl die männliche als auch weibliche Form. Kann man auch nichts sagen. Wiedererkennbarkeit, SF-Stil bleibt, würde ich sagen, auch erhalten. Farbgebung ist hier sogar in Ordnung und Pose auch. Also, ne, 4 ist halt sehr gut. 5 geb ich sehr ungern, muss ich sagen hier. Okay, hier bei den Dunkelelfen sieht es auch einigermaßen okay aus, so, muss ich sagen. Ich kann halt, ne, also es wird sich wahrscheinlich jetzt jeder so, der so seine eigene Rasse hier hat, wird da wahrscheinlich anders voten. Aber ich würde sagen, hier von der männlichen Version sieht das relativ gleich aus. Von der weiblichen Version. Es ist halt dieser OG-Faktor hier, aber so würde ich auch hier Wiedererkennbarkeit, ja, SF-Stil auch. Hier ist auch der Farbstil in Ordnung und Pose ist okay. So, bei den Goblins, vorher, nachher, finde ich auch voll in Ordnung, muss ich sagen. Also, ja, packe ich hier auf die 4 auch so, zack. Ist halt sehr gut, finde ich sehr gut, dass sie das alle so gewotet haben für, ja, hier für die einzelnen Völker hier auf jeden Fall. Okay, bei den Dämonen, ja, hier ist so ein bisschen, ja, ich meine, vorher sah es auch schon so aus, hier sehen wir so ein bisschen die Stirn halt, wie das so runtergezogen ist, aber ja, wohl das, was halt potenziell möglich ist, ist halt auch ziemlich cool. Hier, das ist halt so dieses Original-Ding, das erinnert mich auch an Painy, muss ich sagen, der hat das immer hier gehabt hier. Der sieht fast aus wie Painy damals. Also Wiedererkennbarkeit ist auf jeden Fall sehr gut. SF-Stil verändert sich hier auch nicht großartig. Farbgebung ist auch okay. Pose, ja, würde ich wahrscheinlich auch eine 4 geben hier so. Okay, wie ist dein allgemeiner Eindruck zum Thema? Ich finde die Veränderung an den bestehenden Avataren, Wiedererkennbarkeit, SF-Stil, ui. Also 4 ist ja sehr gut, ich glaube, da würde ich hier eine 3 geben. Farbgebung bleibe ich hier auch. Pose ist in Ordnung. Ja, es ist halt zwischen 3 und 4 so, ne? Ja. Ich würde hier zwischen gerne eine 3,5 würde ich gerne geben. Weil sehr gut, es ist halt gut. 3 würde ich jetzt, es ist halt gut. Ist okay. Neue Avatare. Würdest du solche und ähnliche Avatare gerne in SF sehen? Ja, die sind halt sehr fancy, ne? Also die sind halt schon sehr, sehr fancy. Ich glaube, da hatten viele ein Problem mit so. Es ist halt krass, was halt möglich ist. Ähm, auf der einen Seite würde ich schon das ganz gerne sehen wollen. Auf der anderen Seite ist es halt sehr abgespaced auch. Aber man muss es ja selbst nicht nehmen, sag ich mal. Deswegen, weiß nicht, egal, ist auch so eine Dulli-Antwort irgendwie. Ich glaube, ich würde dann eher Ja sagen. Hast du noch weiteres Feedback? Boah, das Ding ist halt, ich habe halt wieder, so wie beim World Boss auch, ein riesengroßes Dokument für Playa fertig gemacht, was ich
an Feedback Ihnen schon gegeben habe. Und deswegen ja, kann ich hier jetzt nicht sehr viel weiter zu sagen. Ich könnte euch, ich weiß nicht, wenn ihr da Lust drauf habt, ich habe halt wieder, so wie beim WordPress auch, ein großes Dokument-Player geschickt. Deswegen würde ich einfach mal, ja, machen wir es so. Ja, also jetzt kann ich hier nicht mehr so viel Feedback zugeben. Ich hatte ja halt wieder sehr viele Bedenken gehabt zwecks des Updates. Ich habe auch euer Feedback wieder gesammelt von der Umfrage. Ich habe auch eure Kommentare gelesen, auch die negativen. Ich habe auch negative Kommentare mit in das Feedback gepackt, teilweise, die ich gesehen habe, welche Bedenken ihr äußert. Und das hatte ich halt dann intern schon jetzt vor, wann war das gewesen? Am Sonntag weitergeschickt, und deswegen ja, kann ich jetzt hier speziell, also wenn ich jetzt hier drauf eingehe, dann würde das den kompletten Rahmen des Videos sprengen. Das machen wir jetzt mal nicht, vielleicht ein anderen Mal, aber wir machen das erstmal so weiter. Ja, ansonsten ist diese Umfrage schon sehr cool, dadurch, dass man nicht irgendwo anderweitig weitergeleitet wird. Man hat hier viele schöne Beispielbilder gehabt und so weiter und so fort, und ich denke mal, so kann man die Leute schon ein bisschen besser befragen, was sie halt eben möchten und was nicht. Ja. Okay, vielen Dank für dein Feedback. Deine Meinung ist uns wichtig und trägt dazu bei, Shakes and Fishes stetig zu verbessern. Bitte schicke die Umfrage jetzt ab, damit wir deine Rückmeldung berücksichtigen können. Wir schätzen dein Engagement sehr und danken dir, dass du aktiv am Spielgeschehen mitwirkst. Okay, abschicken. Let's go. Ja, sehr schön. Ja, da haben wir jetzt das erste Mal das zusammen gemacht. Wie gesagt, macht das bitte auch. Ja, schaut, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, ja, wo ihr Verbesserungsmaterial seht, und auch alles das, was ihr mir unter den Kommentaren im Video oder unter den Voting oder im Livestream-Chat so geschickt habt. Wie gesagt, ich habe das alles aufgenommen und schon mal intern weitergeschickt. Ja, macht euch da keine Sorgen. Aber eure ganzen Bedenken, auch zwecks der Pilzkosten und dass das Feature geil ist und so, aber ihr wollt dafür nicht zu viele Pilze ausgeben und sowas, ja, und beziehungsweise, das ist halt eben, und das habe ich auch so im Feedback persönlich gepostet, es kann ja Skins geben, die man erwerben kann. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung so, denke ich mal, für alle, ne? Aber neben diesen Skins, die man kaufen kann, müssen auch Skins da sein, die man sich ergrinden kann. Es müssen Skins kommen, die von Zeit zu Zeit vielleicht mal auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, zu einem Anlass vielleicht mal kostenlos sind oder so, beziehungsweise durch Drops oder sowas, ne? Es muss Wege geben, dass jeder an diesem Feature dran teilnehmen kann, dass nicht irgendjemand ausgeschlossen wird. Ja, dass Free-to-Play-Spieler sich auch Skins holen können. Die sehen dann zwar vielleicht ein bisschen abgewrackter aus, so, vielleicht nicht in der besten Qualität und nicht so fancy-mäßig, als wenn man da jetzt keine Ahnung, wie viel Pilze für ausgibt, aber dass sie halt trotzdem sich individualisieren können, auch als Free-to-Play. Das ist sehr wichtig, und das habe ich auch intern geschrieben, dass das auf jeden Fall berücksichtigt werden muss, dass da diese ganzen Pilzkosten nicht zu sehr im Fokus stehen und das Feature wieder so rüberkommt von wegen als ja, Hauptsache wieder Cash in unsere Tasche, so, sondern halt eben ein bisschen eher so für die Community. Das war so die Kernmessage, sage ich mal, die ich auch im Feedback zu Playa persönlich geschickt habe, und das halt eben aufgrund euren Feedbacks, und deswegen packt auf jeden Fall eure Sachen diesbezüglich, eure Gedanken auch mit vor allen Dingen in den letzten Absatz, wo man da halt eben den Text gesehen hat, wo man noch was reinschreiben kann, da sehr gerne rein. Und dann bin ich gespannt, was sie daraus machen. Ja, und denke ich mal, hoffentlich, dass das einigermaßen gut wird. Ansonsten, ja, schreibt mal eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare. Lese ich mir sehr gerne durch. Ansonsten war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.